Borussia Dortmund oder die Stadt Dortmund lebt von dem Verein. Gefühlt gibt's das nicht in Deutschland und deswegen bin ich brutal stolz, ein Teil dieses Vereins zu sein. Ich habe zum einen mit meinem Bruder in der Bundesliga gespielt, ich habe jetzt mit meinem besten Freund zusammen in der Champions League gespielt. Ich begrüße Sie ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Heute mit einem Premierengast, über den ich mich wirklich sehr freue. Nico Schlotterbeck ist bei mir. Hallo Nico, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Bevor wir auf das Spiel am Sonntag blicken, wollen wir natürlich ein bisschen zurückschauen. Am Dienstag gab es ein 1:1 gegen Sevilla. Ich würde mal sagen, nicht Fisch, nicht Fleisch. Was sagst du dazu? Ja, ähnlich. Ich glaube, dass das Spiel so sehr zerfahren war von beiden Mannschaften, sehr unsauber. Wir kamen dann gut zurück nach dem Rückstand. Ich glaube, das ist dann nicht so leicht. Sevilla spielt eine relativ gute Fünferkette. Ja. Und dann die zweite Halbzeit war sehr, sehr unkontrolliert von beiden Mannschaften. So ein bisschen bleibt das Gefühl, da war mehr drin, oder? Absolut, ja. Du wärst beim Sieg durch gewesen schon. Ja. Dann hättest du das Ganze ein bisschen entspannter angehen können. Aber ja, du hast jetzt den direkten Vergleich gewonnen. Du musst irgendwie das Positive aus dem Spiel ziehen. Du hast nicht verloren, ja, und hast immer noch 5 Punkte Vorsprung. Ja, lass uns kurz über einen deiner Mitspieler sprechen. Beim Spiel in Sevilla habt ihr zum ersten Mal für den BVB auf dem Rasen gemeinsam gestanden. Du weißt natürlich, um wen es geht, Antonios Papadopoulos. Und ihr kennt euch offenbar schon länger, denn ihr habt ein wunderbares Bild in den sozialen Medien veröffentlicht. Und da haben wir Papa mal nachgefragt. Ja, wir kennen uns schon jahrelang, haben mit 4 zusammen beim ersten Verein gespielt. Und ich glaube, solche Geschichten kann nur der Fußball schreiben, dass wir jetzt zusammenspielen. Was bedeutet dir das, mit Schlotti da auf dem Platz zu stehen? Ja, ist was ganz Großes. Unsere Eltern kennen sich auch jahrelang. Dementsprechend ist es was Schönes, mit seinem Freund auf dem Platz zu stehen und zusammen zu kämpfen. Also das ist eine wirklich alte Freundschaft, die jetzt wieder auflebt, oder wie ist das? Nee, die war die ganze Zeit da. Ja. Wir kennen uns, wie gesagt, wirklich vom Sandkasten. Wir sind zusammen aufgewachsen, er hat eine Straße über mir gewohnt. Unsere Eltern sind sehr, sehr gut. Die waren auch beim Spiel gegen Sevilla zusammen auf der Tribüne, haben den Tag verbracht. Ich glaube, das ist was Besonderes, weil ich habe zum einen mit meinem Bruder in der Bundesliga gespielt. Ich habe jetzt mit meinem besten Freund zusammen in der Champions League gespielt. Ich glaube, dass es 3 Stück aus dieser Region oder aus diesem Stadtteil geschafft haben, das ist wirklich was Besonderes. Und dass es meine engen Freunde sind oder mein Bruder, das ist unfassbar. Und da habe ich mich wirklich für ihn sehr, sehr gefreut. Wir haben übrigens noch eine Szene gefunden, eine schöne Szene mit euch beiden. Und zwar nach dem Tor von Toni Modest gegen die Bayern. Da kam Papa angerannt. Was war denn da los? Ja, ja, es ist das Tor gefallen. Ich muss sagen, aus meiner Perspektive da hinten, ich habe es gar nicht richtig gesehen, wie Toni reinmacht. Ich habe nur das Geräusch vom Tor jetzt geschaut und ja, ich wollte zu der Mannschaft sprinten und Toni kam mir entgegen und hat mich gar nicht losgelassen. Und ja, ich habe dann irgendwie nur mit ihm gefeiert und gar nicht mit der Mannschaft. Es war ein bisschen blöd, aber in dem Moment... da brauchst du dir keine Gedanken zu machen, weil die meisten Leute haben versucht, 10 Menschen gleichzeitig zu umarmen. Also das war schon etwas Besonderes. Der Toni hat mich die ganze Zeit gepackt. Ich kam da irgendwie gar nicht aus seinem Schwitzkasten. Es war sehr witzig. Aber das hast du aber auch klasse gemacht. Ja, das war ganz okay. Aber es war sehr, sehr witzig an dem Tag. Und sehr geil. Das war ein emotionaler Vulkan, oder? Das hatte ich noch nie so. Das glaube ich. Das war wirklich, ja, das war was Besonderes. Auch noch genau auf der Seite vor der Süd, mit dem Spielstand, mit dem Rückstand. Dann kommst du mit dem Comeback und dann, ja, machst du nur 90+5 den Ausgleichstreffer, der sich gefühlt dann angefühlt hat wie ein Sieg, so wie die Leute explodiert sind und so. Das war was Besonderes und sowas Lautes habe ich noch nie gehört. Deswegen war das für mich, das war schon was sehr, 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 sehr Besonderes. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass du dich mit Papa so gut verstehst. Ich habe aber auch das Gefühl, du bist in Dortmund echt schnell angekommen. Bei den Fans, bei deinen Mitspielern. Wie siehst du das? Ja, ich finde schon. Ich glaube, es ist immer als Neuzugang ein bisschen schwierig reinzukommen. Mein Ziel war es, fußballerisch nur verletzungsfrei zu bleiben. Das habe ich geschafft. Der Trainer hat mich in jeder Bundesliga-Minute aufgestellt. Ich habe 2 Champions-League-Spiele. Ich kam 2-mal rein dazu noch. Ich bin überglücklich. Die Jungs haben mich super aufgenommen. Ich habe eine tolle Nachbarschaft mit Karim und mit Marius. Ja. Schön. Und
wir treffen uns öfters und ein paar Jungs kommen vorbei. Es macht sehr, sehr viel Spaß in dem Verein und auch mit den Jungs zu arbeiten. Du hast jetzt in relativ kurzer Zeit beim BVB viel erlebt. Also die ganzen Champions-League-Reisen, ein Derby-Sieg, ein Last-Minute-Tor gegen Bayern München. Da müssen viele die ganze Karriere drauf warten. Inwiefern sind das auch Momente, für die du zum BVB gewechselt bist? Ich habe das mit Niki Süle gehabt. Ich glaube, für solche Momente wie am Wochenende gegen Bayern oder für den Derby-Sieg, da ist es was Besonderes für diesen Club aufzulaufen, weil das hier nochmal anders ist wie in den ganzen Clubs. Ich glaube, Borussia Dortmund oder die Stadt Dortmund lebt von dem Verein. Und das merkst du auf der Straße, das merkst du im Stadion, das merkst du im Training. Und das ist einfach, ja, gefühlt gibt's das nicht in Deutschland. Und deswegen bin ich brutal stolz, ein Teil dieses Vereins zu sein, ein Teil dieses Teams zu sein. Und wir probieren, so guten Fußball zu spielen, dass die Leute hier auch Spaß haben. Jetzt wissen natürlich alle, dass du im Sommer von Freiburg nach Dortmund gewechselt bist. Aber zuvor hast du ja auch ein Jahr bei Union Berlin gespielt. Da spielen wir am Wochenende. Und wenn dir einer gesagt hätte, wir spielen am 10. Spieltag bei Union Berlin und die sind Tabellenführer, was hättest du da geantwortet? Tabellenführer ist krass. Ich wusste, dass sie eine gute Mannschaft haben. Sie haben einen sehr, sehr guten Trainer, der diese Kompaktheit, diese Grundordnung immer hält. Und sie haben zurzeit mit Geraldo Becker den Unterschiedsspieler der Liga gefühlt. Er hat eine sehr gute Form. Und es ist nicht überraschend, dass sie eine gute Saison spielen. Dass sie so gut ist überraschend. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, an der alten Försterei zu bestehen. Ich glaube, selbst wenn ich auf dem Feld gestanden habe, dort habe ich auch kein Spiel verloren. Deswegen, es ist einfach nicht leicht. Sie machen das gut. Sie stehen in ihrer 5-3-2-Ordnung und haben einfach eine gute Spielidee, eine gute Grundidee und das machen sie gut. Und dass sie Erster sind, das ist richtig, richtig gut. Union hat immer wieder wichtige Spiele abgeben müssen, aber einer ist immer geblieben, Urs Fischer. Welchen Anteil hat er an der ganzen Erfolgsgeschichte? Einen sehr, sehr großen. Ich glaube, er mit Olli Runert, die machen das einfach gut, weil das ist ähnlich wie in Freiburg. Sie arbeiten ganz, ganz entspannt. Sie haben nicht so viel Druck von außen. Er macht ein gutes Training. Dass sie das jetzt mit der Dreifachbelastung so gut hinbekommen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ja, es zeigt, wenn der Trainer 4, 5, 6 Jahre im Verein ist und er bringt dauerhaft konstant Leistung, dann hat der Trainer einen sehr großen Anteil daran. Und das ist in Freiburg so, das ist in Union so. Und deswegen sind die Trainer auch so lange im Verein, weil sie so gut sind. Die Eisernen passt vor allen Dingen in diesem Jahr ganz gut. Sie haben erst 6 Gegentreffer bekommen, die wenigsten in der Liga. Inwiefern ist es eine Herkulesaufgabe, gegen die Jungs gerade am Sonntag zu bestehen, Tore zu erzielen? Wie schießt man Tore gegen so ein Bollwerk? Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall Tore schießen. Ich glaube, du darfst gegen Union nicht in Rückstand geraten, weil dann ist es sehr schwer. Dann stehen sie noch kompakter, dann kontern sie noch besser. Und du musst einfach gut in das Spiel reinkommen. Wie du das dann genau machst, da verraten wir nicht zu viel. Aber ich hoffe, dass... Aber ihr habt einen Matchplan. Wir haben einen Matchplan, der Trainer wird einen vorgeben und der wird so gut sein, dass wir hoffentlich ein Tor mehr schießen als Union Berlin. Das mit dem Toreschießen gegen Union Berlin übrigens, Nico, hat bisher immer ganz gut geklappt. 20:10 Tore in den letzten 8 Partien. Unter anderem beim letzten Auswärtsspiel gab es ein paar richtig schöne Treffer. Ja, Nico, da kommt doch Vorfreude auf, oder? Da kommt Vorfreude auf. Und wenn ich die 2 Tore von Marco sehe, hoffe ich, dass er am Sonntag spielen kann. Ja, mal gucken, wie sich das so entwickelt hat in der Woche, ob er wirklich auflaufen kann. Ja, wir spielen zuerst bei Union, dann spielen die Bayern gegen Freiburg. Also die ersten 4 Teams spielen gegeneinander. Wo stehen wir am Sonntagabend in der Tabelle? Ich glaube, Erste können wir nicht werden. Da ist Union zu weit weg mit 4 Punkten. Genau. Ja, vielleicht gewinnen wir. In München gibt es einen Unentschieden. Vielleicht macht mein Bruder ein Tor in München und sorgt dafür, dass Bayern nicht gewinnt. Aber
wir werden schauen. Wir hoffen einfach, dass wir unser Spiel gewinnen. Alles andere können wir, glaube ich, nicht beeinflussen. Ja, auf uns gucken, Spiel gewinnen und dann entspannt die Bayern gegen Freiburg anschauen. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Nico, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Bleibt gesund und ihr schaut euch natürlich das Spiel an. Drückt die Daumen, egal wo ihr seid. Netradio ist übrigens eine gute Option. Tschüss. Ciao, ciao.